Hey, hallo! Schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Ina und auf meinem Kanal geht es um Nähen, DIY und Upcycling. Jetzt werde ich zeigen, wie ich ein Schnittmuster ein kleines bisschen verändert habe, um einen neuen Look zu erzielen. Das ist eigentlich ein Schnittmuster für 3/4 lange Ärmel. Das sitzt bei mir einfach super gut am Körper. Ich brauche da keine Abnäher bei dem Schnitt. Und ich nähe das halt mit langen Ärmeln und jetzt natürlich auch mit kurzen Ärmeln. Und immer wenn ich das mit den kurzen Ärmeln, weil die schon so eine bisschen besondere Form haben, die kurzen Ärmel, in meiner Instagram-Story trage, bekomme ich Nachrichten, was für ein Schnittmuster das ist. Ja, jetzt kann ich das Schnittmuster natürlich sagen, aber dann sind die Ärmel ja nicht dabei. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich zeige das jetzt mal, wie ich das gemacht habe, und dann kann sich das jeder vielleicht auf sein eigenes Lieblingsschnittmuster anpassen. Und los geht's. Und hier ist so ein Shirt. Der Ärmel ist halt kürzer als Halbarm und hat so eine etwas gerundete Form. Ich hatte davon ein gekauftes Shirt, also mit dieser Ärmelform, und das habe ich wirklich super gern getragen, bis es nicht mehr ging. Und dann habe ich es einfach mal auseinandergenommen und es nachgenäht. Es sollte dafür ein figurnaher Schnitt sein und die Schulternaht auf der Schulter und nicht so überschnittene Schulter. Und dann habe ich von der Schulternaht aus einfach abgemessen, wie weit ich den Ärmel auf dem Arm haben möchte. Und das sind bei mir 9 Zentimeter. Als erstes klebe ich mir hier mal 2 alte Kalenderblätter aneinander. Und dann suche ich mir mal den Ärmel raus. Das ist der Ärmel für das Shirt. Und ich muss es ja nicht so super lang abpausen, sondern das reicht ja bis da. Und natürlich auch die Markierung übertragen. Als nächstes messen wir jetzt hier von der Schulter 9 Zentimeter nach unten. Ich habe jetzt hier die 9 Zentimeter und da kann ich jetzt gut so eine Kurve konstruieren, um hier noch hinzukommen, dass ich so unten noch ein bisschen, also bis an die Seitennaht komme. Je kürzer der Ärmel ist, desto schwieriger wird es dann halt irgendwie. Dann kommt man vielleicht halt nur noch bis hier. Dann kann man halt den Ärmel irgendwo annähen an der Seite, aber halt nicht mehr bis zur Seitennaht. Das muss man sich dann mal probieren, wie das am besten auskommt. Aber ich nehme jetzt hier mal mein Kurvenlineal und will so 2 Zentimeter hier unten haben. Und dann mache ich mir jetzt so eine leichte Kurve bis zu diesem Punkt. Ich gucke jetzt natürlich beim Bearbeiten die ganze Zeit auf das Papier und frage mich natürlich, warum ich nicht die weiße Seite von dem Kalenderblatt genommen habe. Aber so kompliziert ist es ja auch nicht. Es kann jetzt schon ausgeschnitten werden und dann habe ich schon das Schnittteil für den Ärmel. Das ist jetzt das fertige Schnittmuster. Also es kommt natürlich hier noch Nahtzugabe und Saumzugabe hinzu. Und jetzt werde ich mir mal ein Shirt damit nähen. Dafür habe ich mir hier diesen Streifenstoff ausgesucht. Ich liebe Streifen und die Farbe habe ich noch nicht. Ja, jetzt schneide ich natürlich erstmal Vorder- und Rückseite zu. Dafür habe ich mir hier so ein Stoffbuch hingelegt und auch geguckt, dass die Streifen gerade aufeinander passen. Übertrage noch schnell die Markierung und dann geht es an den Ärmel. Dann nehme ich jetzt so ein Stück von hier unten und dann achte ich immer darauf natürlich, dass die Streifen gerade sind. Ich habe jetzt keine Lust, die Ärmel einzeln zuzuschneiden. Deshalb kommt das so auf die doppelte Stofflage und wird jetzt mit Nahtzugabe zugeschnitten und dann mache ich noch die Knipse für die Markierung.
Jetzt habe ich alle Schnittteile zusammen und da fange ich natürlich an, damit Vorder- und Rückseite erstmal an den Schultern und dann an den Seiten aufeinander zu nähen. Das mache ich mit meiner Overlock. Dann habe ich auch schon direkt die Ärmel zusammengenäht, diese kurzen Nähte, und dann können die Ärmel auch schon rechts auf rechts in das Shirt. Die Ärmel sind eingesetzt, die nähe ich jetzt eben mit der Overlock an und dann mache ich noch die Säume. So, die Säume sind genäht. Jetzt fehlt nur noch der Ausschnitt und da zeige ich euch, wie ich das am liebsten mache. Auf jeden Fall bei diesem Schnittmuster. Schön clean, ohne Bündchen, ohne Schnickschnack. Und zwar nähe ich den Ausschnitt einfach so. Ich habe ja hier 1 cm Nahtzugabe zugeschnitten. Das bügele ich erstmal schön glatt. Und diesen Zentimeter, den lege ich jetzt einfach links auf links. Und stecke das fest. Und jetzt bügele ich das mit ganz viel Dampf. Und jetzt geht's ans Nähen. Ich nähe das jetzt mit einem 2 Faden Cover Stitch und ich beginne auf der Rückseite. Jetzt bin ich schon fast am Anfang wieder angelangt, nähe ich ein bisschen drüber hinweg und ziehe den Faden raus. Und dann ist der Ausschnitt fertig. Jetzt geht es natürlich nochmal zum Bügeln. Jetzt bügele ich das nochmal mit schön viel Dampf. Das ist für mich einfach die cleanste und sauberste Art, halt das T-Shirt zu versäubern. Ich habe kein Bündchen dran, das macht natürlich schon wieder einen ganz anderen Look. Und auch Jersey-Streifen habe ich auch schon angenäht, aber dann ist es hier oben dick. Das mag ich auch nicht so. Und deshalb mache ich das immer so. Und jetzt zieh es mal an. So sieht also ein Shirt aus, was ich am liebsten nähe, wenn es etwas figurnah sein soll, mit diesem so ein bisschen gerundeten Ärmel und diesem ganz cleanen Halsausschnitt. Und ich hoffe, meine Anregung hat dir gefallen und freue mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und auch über Kommentare. Ganz kurz möchte ich euch jetzt noch ein Schnittmuster von mir vorstellen, und zwar ist das Schnittmuster Avanti Bag. Das, was ich hier genäht habe, ist die mittlere von 3 Größen und die habe ich in einem meiner letzten Videos aus einem alten Lederhemd genäht und als Gurt habe ich hier so einen geflochtenen Ledergürtel genommen. Also das Video verlinke ich mal oben rechts und ich zeige jetzt noch ein paar Bilder aus meinem Shop und auch noch mal ein paar Bilder zu Avanti Bag, wie die auch noch aussehen kann. Und zwar ist das ein richtig toller Schnitt, um
Muster zur Geltung zu bringen, auch keine Unterbrechung und so, wie du das hier siehst, halt mit diesen schönen orangenen Muster. Der Boden wird separat angenäht. Und ist natürlich auch wie bei der schwarzen Avanti Bag sehr schön für einfach unifarbene, cleane Taschen. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen und freue mich sehr, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und sag mal, bis bald!